Hallo und willkommen im neuen Jahr. Hallo Pudding, du musst auch wieder dabei sein, ne? Ähm, ich wollte eigentlich keinen Jahresrückblick machen und außerdem bin ich auch zu spät dran dafür. Aber wen juckt das schon? Ich habe Lust, das Jahr 2025 nochmal zusammenzufassen auf diesem Kanal, weil so viel passiert ist in meinen Aquarien. Und ich glaube, das wird für mich selber auch ganz schön beim Schneiden, mir da nochmal einen Überblick drüber zu verschaffen, was eigentlich alles sich verändert hat. Denn es hat sich sehr viel verändert in meiner Aquaristik. Ähm, Zum Teil, weil ich mir vorgenommen hatte, Anfang 2025 alle meine Becken auf Pflegeleichter umzustellen. Und das habe ich dann auch nach und nach gemacht. Vor allem was die Bepflanzung angeht, wollte ich das Pflegeleichter haben. Aber ich habe natürlich auch durch diese Community hier auf YouTube ganz viel dazu gelernt und umgesetzt in meinen Aquarien. Auch das hat zu ganz vielen Veränderungen geführt. Dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken, dass ihr immer so fleißig in die Kommentarspalte schreibt. Das ist, man lernt einfach so viel von euch. Ist richtig schön. Ja, ich hoffe, ich werde das alles rückblickend noch richtig zusammenfassen können jetzt, was in den einzelnen Aquarien los gewesen ist. Sollte ich mich da irgendwie grob irren, werde ich das dann nochmal einblenden, während ich euch alles zeige. Ja, und jetzt fangen wir doch gleich mal an, wenn ich schon hier sitze, mit meinen drei Fensterbankbecken. Die sind hier an einer nach Süden ausgerichteten großen Panoramafenster aufgestellt und mit schwarzen Rückwänden beklebt und funktionieren erstaunlicherweise sehr gut und eigenfrei. Also was heißt eigenfrei? Kein Aquarium ist eigenfrei, aber mit minimalstem Eigenwuchs. Und ja, da hat sich auf jeden Fall 2025 eine ganze Menge getan. Anfang des Jahres hatte ich in diesen drei Becken noch jeweils meine Guppy-Zuchtgruppen drin sitzen. In diesem wunderschönen Becken hier hinter mir. Da hatte ich Hochzuchtguppies so in einem groben Mix, sage ich mal, zusammengestellt, der aber hauptsächlich auf orangefarbene Flossen hinselektiert war. In der Mitte hatte ich meine wunderschöne Sunset-Guppy-Zucht. Das sind immer noch hier diese gelben Weibchen von übrig. Und ganz rechts hatte ich, oh Gott, was war denn da drin Anfang des Jahres? Da geht es schon los. Also Endler-Guppies hatte ich da auf jeden Fall drin. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Naja, ich werde es ja sehen. Ja, und das habe ich dann doch relativ bald, nachdem hier einfach unendlich viele Jungfische rumgeschwommen sind, weil es meinen Guppies offensichtlich zu gut geht, geändert, indem ich nach und nach alle meine Becken von gemischtgeschlechtlich auf gleichgeschlechtlich umgestellt habe, sodass ich jetzt also aktuell 4 Becken mit nur Guppi-Weibchen besitze und 2 Becken mit nur Guppi-Männchen und eines, in dem ein paar Guppi-Babys noch rumschwimmen. Ja, das ist auch ein fortlaufender Prozess, obwohl der vor vielen, vielen Monaten begonnen hat, bin ich da immer noch dran, weil die Jungfische, die immer noch aufkommen, sich natürlich dann auch in den Weibchengruppen wieder zum Männchen entwickeln und die müssen dann wieder rausgefangen und selektiert werden. Also das mache ich fast jede Woche oder mindestens alle 14 Tage, dass ich da einmal mit dem Kescher rumgehe und sortiere. Ja, und als letzte Veränderung ist hier in dieses Becken, das noch ganz lange meine Endler-Guppi-Männchen beherbergt hat, jetzt auch noch eine Gruppe Guppi-Weibchen eingezogen, sodass das hier auf dem Fensterbrett also reine Weibchen-WGs sind. Was mir auch sehr gut gefällt, weil ich von der Gestaltung her, das wäre das nächste Thema, das anstrebe, dass diese 3 Becken hier möglichst eine optische Einheit bilden am Südfenster. Das ist sozusagen der zentrale Punkt, auf den man blickt, wenn man hier in unser Wohnzimmer kommt oder mit Freunden am Esstisch sitzt. Und deswegen gebe ich mir hier besonders viel Mühe mit der Gestaltung und dass da jetzt quasi
einheitlich, optisch einheitliche Fische drin schwimmen. Das hat das Ganze nochmal enorm verbessert. Meine Weibchen bleiben grundsätzlich in diesen 3 Becken. Die sind ja nicht so arg groß, das sind 2 60 Liter und ein 70 Liter Becken, solange bis sie voll ausgewachsen sind. Und wenn sie dann richtig ausgewachsen sind, dann gefällt mir das nicht mehr so, sie in 60 cm Becken zu halten. Dann wandern sie in meine andere Guppi-Weibchen-WG, das ist ein 110 Liter Becken mit 80 cm Kantenlänge und da drin sind sie meiner Meinung nach dann bei einer Größe von 4 bis 5 cm plus besser aufgehoben. Ja, so viel zum Besatz. Von der Bepflanzung her hat sich hier auch enorm viel verändert. Da bin ich weggegangen von zu aufwendigen, wuchernden Pflanzen und Stängelpflanzen, die immer wieder eingekürzt und neu eingepflanzt werden müssen, hin zu wunderschönen Echinodoren. Und zwar zu Echinodoren, die auch klein bleiben und in einem Becken mit 35 oder 40 Zentimeter Höhe nicht überhand nehmen und nicht andauernd ältere Blätter weggestutzt bekommen müssen, damit sie nicht das ganze Aquarium zuwuchern. Da habe ich mittlerweile ein paar schöne Echinodorus-Sorten gefunden, die also diesen Zweck wunderbar erfüllen. Das sind hier einmal rechts und links die Echinodorus Red Diamond, die also sehr überschaubar bleibt und zu meiner großen Freude auch wahnsinnig blühfreudig ist. Das hier ist der aktuellste Blütentrieb. Da ist aber das ganze Jahr über ganz viel los gewesen, was Blüten angeht. Und in der Mitte habe ich den kleinen Bär und der wird seinem Namen also auch sehr gerecht und hat hier wirklich mit dem Wachstum genau dann aufgehört, als er die Wasseroberfläche erreicht hatte, also sehr erfreulich. Die großen Echinodorus blairi, diese klassischen Amazonas-Schwertpflanzen, die ich Anfang des Jahres noch in mehreren Becken hatte, die sind jetzt mittlerweile alle ausgewandert und verkauft worden, weil das einfach also zu viel Aufwand gewesen ist in meinen Becken. In einem, ich weiß nicht, ab 300 Liter Becken vielleicht mit einer entsprechenden Beckenhöhe sind das bestimmt ganz tolle pflegeleichte Pflanzen, aber eben nicht unter den Platzverhältnissen, die ich ihnen bieten kann. Und ja, da bin ich auch sehr froh drüber. Das Gärtnerherz schmerzt zwar immer ein bisschen, wenn man so wunderschöne, prächtige, große Pflanzen rausziehen muss, aber es war die richtige Entscheidung und ich bereue nichts. Und die Abnehmer, die ich immer über die kleinen Anzeigen finde, die mit großen Becken zu Hause, die haben sich also auch sehr gefreut, so schöne, große, ausgewachsene Pflanzen für wenig Geld zu bekommen. Also unterm Strich haben alle profitiert. Von der Technik her habe ich hier auch noch eine größere Veränderung vorgenommen. Und zwar hatte ich Anfang 2025 hier noch separate Innenfilter drin hängen in diesen 3 Becken. Die sind mittlerweile rausgekommen und wurden ersetzt durch ein System mit einer Luftpumpe und daran hängenden Schwammfiltern mit eingebauten Sprudelsteinen. Das kann ich wärmstens empfehlen, wenn man mehrere Aquarien stehen hat, weil das A, enorm viel Strom einspart natürlich, nur diese eine Pumpe laufen zu haben, anstatt 3 oder 4 oder noch mehr separaten Innenfiltern oder Außenfiltern, die verbrauchen ja noch mehr Strom. Und von der Pflegeleichtigkeit her ist das also top. Ich bin aktuell an diesen Schwämmen mit Reinigungsintervallen von 4 Wochen dran. Und da werde ich nochmal enorm hochgehen, weil ich festgestellt habe, dass das absolut nicht nötig ist nach 4 Wochen. Also kommt da nur ganz wenig Dreck raus. Ich werde jetzt 2026 einfach mal schauen, ob ich die Schwämme nur noch quartalsweise reinigen kann, ob ich damit also das erreiche, was ich möchte. Mal sehen. Also wie gesagt, ein andauerndes Projekt, diese luftgefilterten Schwämme, sehr interessant und bisher, wie ich finde, die beste Filtermethode, die ich ausprobiert habe in 8 Jahren Aquaristik. Und ja, also durchaus empfehlenswert.
Ähm, Diese 3 Becken, die habe ich dann irgendwann gegen Ende des Jahres nochmal rechts und links die beiden 60 Liter Becken fast leer gemacht und habe die dichter zusammengeschoben. Also da ist jetzt zwischen den Becken nur noch so 1 Zentimeter Platz, einfach wegen der Optik. Weil ich wollte, dass die nicht nur von der Bepflanzung her ein einheitliches Bild bieten, sondern eben auch durch diese Zwischenräume zwischen den Becken dieses Bild nicht getrübt wird. Da kann man immer noch mit einem Geschirrhandtuch dazwischen gehen und das sauber machen. Von daher ist das auch nicht unpraktischer als vorher. Ja, und was ich auch nochmal erzählen wollte zu diesen 3 Becken, weil ich so oft danach gefragt werde, ist, dass diese Rahmenkonstruktionen hier keine Sichtblenden sind. Also eine klassische Sichtblende auf einem Aquarium, da geht ja das Aquarienglas hinten dran weiter und man kann sozusagen den Wasserstand hinter der Sichtblende verstecken. Das ist aber bei diesen 3 Becken nicht möglich, weil ich die selbst gebastelt habe aus lackierten Dachlatten und die quasi nur auf dem Becken aufsitzen. Und würde ich die Becken bis oben hin füllen, dann würde mir also bei jedem Handgriff, den ich in den Aquarien vornehme, alles überschwappen. Und deswegen habe ich hier immer diese 1–1,5 Zentimeter abgesenkten Wasserstand in diesen Becken, einfach aus rein praktischen Gründen. Aber auch deswegen, weil Guppiweibchen, wenn sie hungrig oder aufgeregt sind oder sich erschrecken, sehr gute Springerinnen sind. Und das dient eben auch zusammen mit den aufgelegten Acrylscheiben als ein gewisser Springschutz für meine Fische. Und von daher, ich habe totalstes Verständnis. Ich bin ja selber jemand, dem es auf die Optik in den Becken sehr ankommt. Wenn Leute sagen, oh, wieso ist denn der Wasserstand so abgesenkt? Das sieht ja gar nicht schön aus, aber wie gesagt, nicht anders machbar aus praktischen Gründen. Ja, ich denke, damit wäre über diese 3 Becken erstmal alles erzählt. In meinem 126 Liter Gesellschaftsaquarium hat sich der Besatz schon auch verändert, über das Jahr betrachtet. Da sind im Laufe der Zeit eine Menge Guppi- und Entlermännchen eingezogen, die sich da auch sehr schön und harmonisch eingepasst haben in diese Gemeinschaft. Meine alten Salmler-Bestände haben sich altersbedingt etwas reduziert. Und zu meiner großen Freude haben sich meine Platis, wunderschöne Tiere, das sind Orange Mickey Mouse und Orange Calico Platis, sehr schön vermehrt, nachdem sie das im Jahr davor tatsächlich komischerweise in einem Schwung einmal nur Weibchen zur Welt gekommen und groß geworden sind. Und ich schon dachte, die ganze Population stirbt mir aus. Und am Ende hat sich aber doch noch ein kleines Tier zum Männchen entwickelt und hat dann für den Fortbestand der Population gesorgt, zu meiner großen Freude. Und jetzt habe ich eigentlich immer ein paar Plati-Babys rumschwimmen. Aber interessanterweise lange nicht so viele, wie ich Guppi-Babys rumschwimmen habe. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt, weil das sind ja beides lebend gebärende Tiere oder Arten. Aber also entweder ist im Gesellschaftsaquarium irgendwer sehr fleißig unterwegs damit beschäftigt, kleine frisch geborene Plati-Babys zu fressen. Oder die Platis reproduzieren sich einfach nicht in derselben Menge und Frequenz wie die Guppis. Das würde mich mal echt interessieren, was ihr dazu zu sagen habt, wenn ihr selber Platis haltet, ob ihr das auch beobachtet habt. Weil das ist ja ein sehr interessantes Thema. Also wer nicht gerade so viele Becken wie ich zur Verfügung hat, um Guppis nach Geschlecht voneinander zu trennen, der hat ja sehr schnell das Problem mit der Überpopulation. Und meine Platis halte ich jetzt wirklich schon viele, viele Jahre lang und die sind von der Vermehrung her einfach noch nie lästig geworden. Sehr interessant, sehr interessanter Unterschied zu meinen Guppi-Populationen, die also, ich weiß auch nicht, wenn man die gemischt geschlechtlich hält, wann die mal Schluss machen. Wahrscheinlich, wenn sich kein Tropfen Wasser mehr im Aquarium befindet, weil alles voller Guppi-Babys ist. Ja, ansonsten von der Technik her hat dieses Becken ebenfalls einen großen luftbetriebenen Schwammfilter spendiert bekommen.
der das Wasser auch sehr schön sauber und klar hält und ebenso pflegeleicht ist wie die 3 Schwämme hier in diesen kleineren Becken. Die habe ich übrigens alle, die Schwämme, etwas überdimensioniert besorgt, weil mir eben klares Wasser sehr wichtig ist. Ich habe zum Beispiel in dem 126 Liter Becken einen Schwamm drin, der ist für, ich glaube, Becken bis 300 Liter oder so angepriesen. Ja, aber ich habe eigentlich keinen Grund gesehen, einen kleineren Schwamm zu nehmen, weil sowohl von den Standzeiten her als auch von der eben Klarheit des Wassers ist das gut, wenn die ein bisschen überdimensioniert sind. Und wie man sieht, zehren sie jetzt trotz ihrer Überdimensionierung meinen Pflanzen keine Nährstoffe weg. Die entwickeln sich alle sehr schön. Dann ist es eben so gewesen in diesem 126 Liter Gesellschaftsbecken, dass ich letztendlich mich entschieden habe, die zu groß geratene Echinodorus zu entfernen. Die habe ich durch eine meiner Echinodorus Ocelot Ableger ersetzt. Der Ocelot in meinem Wallstart-Becken hat also unfassbar viele kleine Ableger produziert in den letzten Monaten und einer davon ist eben ins 126 Liter Becken gewandert und hat sich jetzt auch schon zu einer sehr stattlichen, schönen, großen Pflanze entwickelt, aber eben nicht so übergroß wie die Echinodorus bleari, die sich vorher drin befunden hat. Also das gefällt mir jetzt sehr, sehr gut. Dann habe ich mir mit der Cryptocoryne Mioja noch eine neue, etwas farbenfrohere Cryptocorynen-Sorte gegönnt, die auch sich sehr schön entwickelt hat. Und ich habe diese kleinen Cryptocorynen Velisi, die ich Anfang des Jahres noch als Bodendecker im Gesellschaftsbecken hatte, rausgenommen und ersetzt durch einen schönen Wassernabel, Hydrocotyle verticillata. Der hat sich mittlerweile auch also mit kriechenden Ausläufern im ganzen Becken wunderschön verbreitet und ist von der Farbe her einfach so ein bisschen hellgrüner und frischer und schönerer Kontrast zu den doch etwas dunkleren Cryptocorynen und Echinodoren, die sich ansonsten im Becken befinden. Das gefällt mir einfach optisch besser. Von der Pflegeleichtigkeit sind diese beiden Bodendecker also absolut vergleichbar. Die brauchen praktisch keine Düngung, die vermehren sich von ganz alleine, die werden nie lästig. Also beides ganz tolle Pflänzchen, um, ja, sage ich mal, mit wenig Aufwand den Boden eines Aquariums zu begrünen. Also das war mein Gesellschaftsbecken. Dann habe ich, also an der anderen Wohnzimmerseite gegenüber sozusagen von meinem 126 Liter Becken das 110 Liter Becken stehen. Das ist also ebenso besetzt mit Guppiweibchen und das ist eins meiner jüngeren Becken. Ja, das hatte ich erst aufgestellt im Dezember 2024, wenn ich das richtig erinnere. Und auch das hatte fast das ganze Jahr über eine sehr prachtvolle Echinodorus bleari als zentrales Element der Bepflanzung. Aber das wurde mir von der Düngung und von der Pflege her einfach zu aufwendig, weil da musste man wirklich alle 14 Tage ran und die zu groß gewordenen Blätter auskneifen, sonst hat das Aquarium also komplett im Schatten dieser Pflanze gelegen. Meine Fische fanden das, glaube ich, ziemlich toll. Also auch wenn das Guppies sind und man immer sagt, ja, die sind sowieso den ganzen Tag im Freiwasser und die brauchen das nicht so wie einige Salbenlerarten zum Beispiel, dass sie Schutz und Unterschlupf irgendwie suchen können, um sich mal zurückzuziehen, habe ich doch beobachtet, dass sie das wirklich gerne machen. Also zu den Ruhezeiten sind die Guppiweibchen alle unter dieser großen Echinodorus-Pflanze gestanden und mit einem flüchtigen Blick aufs Becken dachte man, da befinden sich keine 3 Fische drin, weil sie sich alle so gut in dieser Pflanze versteckt haben. Das ist schon sehr interessant zu beobachten, dass also auch Guppies eine sehr üppige, schattenspendende Pflanze sehr zu schätzen wissen. Das tat mir auch ein bisschen leid, dass ich sie ihnen jetzt weggenommen habe, aber es ist ja für Ersatz gesorgt. In diesem
110 Liter Becken befindet sich jetzt mittlerweile auch ein Echinodorus Ocelot Ableger, der fast schon ausgewachsen ist und sich sehr prachtvoll entwickelt. Und noch ein kleiner Bär und ein Red Diamond Ableger von diesen beiden Pflänzchen, die haben nämlich auch fleißig geblüht. Und wenn die dann alle ausgewachsen sind, dann wird das Becken auch nicht mehr so vergleichsweise leer aussehen wie in seinem aktuellen Zustand. Das ist wie beim Haarewachsen. Es gibt immer irgendwelche Übergangszeiten, die man einfach durchstehen muss. Und das Ergebnis, das man sich wünscht, ist dann nach ein paar Monaten auch wieder erreicht. Was mich auch sehr erfreut in diesem Becken ist eine sehr seltene Pflanze. Die heißt Proserpinaca palustris und der deutsche Name ist mir gerade komplett entfallen. Die hatte ich einfach nur zum Spaß in mein Wollstadtbecken gesetzt, mit wenig Glauben daran, dass sie sich entwickeln würde, weil also in meinen Low-Tech-Becken ohne CO2-Anlagen mit recht moderater, maßvoller Düngung, mit etwas härterem Wasser entwickeln sich sehr viele Stängelpflanzen, also nicht zufriedenstellend oder nur unter sehr hohem Aufwand. Und ja, diese Proserpinaca palustris, von der ich vorher noch nie was gehört hatte, die hat sich im Wollstadtbecken von ganz alleine super entwickelt, ist ruckzuck an der Wasseroberfläche angekommen, sah sehr hübsch aus und dann habe ich beschlossen, die Stecklinge da immer auszukneifen und in mein 110 Liter Becken in eine Ecke zu setzen und so mit der Zeit ein kleines Proserpinaca-Wäldchen anzulegen und das funktioniert erstaunlich gut. Also dieser Pflanze habe ich noch nie eine Wurzeldüngung verpasst. Also die lebt wirklich nur von dem, was mit meinem wöchentlichen Volldünger so an Dünger ins Wasser kommt. Und also wunderschön, wirklich. Also keine Ahnung, wie verbreitet die ist. Wie gesagt, ich hatte vorher, bevor ich sie gekauft habe, noch nie was davon gehört. Aber wenn ihr wie ich Low-Tech-Becken mit wenig Aufwand, moderater Beleuchtung und so weiter betreibt und was Außergewöhnliches wollt, also sehr empfehlenswert, das Pflänzchen. Und wunderschön hübsch, filigran, färbt sich rot, wenn es oben beim Licht ankommt. Also alles, was man sich so wünscht von einer attraktiven Stängelpflanze. Ohne, wie gesagt, den Stress zu haben, dass sie entweder zu schnell und zu gut wächst und man da andauernd durchroden muss oder dass sie sich eben unter Low-Tech-Bedingungen nur sehr langsam und nicht besonders hübsch entwickelt. Das habe ich also beides schon gehabt mit diversen Stängelpflanzen. Aber mit dieser, wie gesagt, nicht. Die ist also sehr empfehlenswert. Von der Filterung her hatte ich Anfang des Jahres in diesem Becken, das ist ein Juwelbecken, noch diesen eingebauten oder eingeklebten Filterkasten mit allem, was dazugehört, benutzt. Das ist auch an sich kein schlechter Filter, aber zwei Dinge haben dagegen gesprochen, nämlich ich habe es nie richtig hinbekommen, die Einlassschlitze ordentlich sicher gegen Babykopies, Garnelen und Schnecken zu bekommen, sodass ich also jedes Mal, wenn ich in diesen Filter reingeguckt habe, waren da eben entsprechend diese Tiere drin, was mich nicht besonders erfreut hat. Und es war auch so, dass das einer dieser Innenfilter war, wo dann doch relativ wenig Durchfluss und Strömung gegeben war. Und das ist also in einem Becken mit so viel Besatz, finde ich, sehr wichtig, dass der Innenfilter oder was auch immer man benutzt, um Strömung zu erzeugen, eine ordentliche Durchlüftung des Wassers gewährleistet, damit die Fische eben keine Probleme mit Sauerstoffmangel gerade über Nacht bekommen. Wenn das Licht ausgeschaltet ist im Aquarium, dann produzieren die Pflanzen ja keinen Sauerstoff, sondern verbrauchen ihn sogar. Und wenn man dann auch noch einen Filter hat, der also nur so ein ganz klein wenig Geplätscher produziert, ist das eben nicht ausreichend, um das Wasser mit genug Sauerstoff anzureichern. Deswegen habe ich den stillgelegt und habe da jetzt einen Aquaball von Eheim drin, der also eine ganz ordentliche Strömung erzeugt. Und habe in diesen Kasten selbst, der ja leider eingeklebt ist, den ich auch noch nicht erfolgreich rausgeschnitten bekommen habe aus diesem Aquarium, auch nochmal einen kleinen luftbetriebenen Schwammfilter reingestellt, der eben für zusätzlich ein bisschen Sauerstoff und Wasserbewegung
in diesem Becken sorgt. Und das funktioniert jetzt ganz gut. Und also die Babyguppies und Garnelen und Schnecken, die jetzt immer noch durch die Schlitze reinkommen, kommen auch wieder problemlos raus und befinden sich eben nicht mehr in Lebensgefahr durch den Impeller des Filters. Von daher können die das jetzt gerne tun und machen das auch gerne. Benutzen das also als zusätzlichen Spielplatz. Und meinetwegen kann der schwarze Kasten dann erstmal drinnen bleiben. Sobald meine Echinodoren groß sind, sieht man den dann auch nicht mehr. Dann ist er ganz gut versteckt. Ja, also eine besonders große Veränderung im Jahr 2025, die ist also in meinem Arbeitszimmer passiert. Da hatte ich Anfang des Jahres auf meinem großen Schreibtisch noch einen grünen Kübel mit 60 Liter Inhalt stehen, in dem ich hauptsächlich meine Rezakura-Garnelen gezüchtet habe, mit anspruchsloser Einrichtung und Bepflanzung. Das lief sehr gut, war aber eben optisch nicht besonders ansprechend. Und daneben stand mein 54 Liter Becken. Das hatte ich Anfang des Jahres noch komplett mit Kryptokorynen bepflanzt. Das war auch eine sehr schöne, pflegeleichte Bepflanzung, die mir gut gefallen hat. Und in diesem Becken lebte noch meine Stack-Entler-Guppy-Kolonie, die ich mittlerweile leider nicht mehr habe, obwohl ich selber praktisch alle Entlerzüchtungen wunderschön finde und auch gerne selbst halten würde, sind das leider keine Fische, die sich in den Kleinanzeigen gut verkaufen. Und von daher ist Überpopulation dann immer ganz schnell ein Problem. Während meine Hochzuchtguppies eigentlich immer recht gefragt sind, selbst wenn die also überhaupt nicht reinrassig sind, sondern irgendwie wilde Fantasiemischungen aus allen möglichen verschiedenen Züchtungen. Das ist den Leuten ziemlich egal, solange die hübsch bunt sind und große Schwanzflossen haben, gehen die weg wie warme Semmeln, was mein Herz nicht so wirklich erfreut. Also wenn man länger Aquaristik betreibt, dann interessiert man sich doch eher für die reinerbige Zucht. Aber gut, da muss man sich halt an den Markt anpassen, sage ich mal, wenn man nicht möchte, dass die Guppy-Populationen zu sehr explodieren. Und von daher habe ich dann irgendwann im Laufe des Jahres nicht nur diese Entler-Guppy-Population, also geschlechtlich getrennt und mehr oder weniger aufgelöst, sondern auch beschlossen, dass dieser grüne Kübel und das 54 Liter Becken also komplett weichen müssen von meinem Arbeitszimmer-Schreibtisch. Und stattdessen habe ich da ein 126 Liter Becken hingestellt an diese Stelle und habe da zum ersten Mal in meinem Leben ein Becken nach der Wollstadt-Methode eingerichtet. Da habe ich sehr ausführlich in mehreren Videos drüber berichtet. Deswegen muss ich das jetzt nicht alles nochmal erzählen, würde ich sagen. Aber als Fazit jetzt nach recht genau einem halben Jahr Standzeit dieses Wollstadt-Beckens kann ich sagen, also das hat richtig gut funktioniert. Ich war selbst ein bisschen überrascht, wie problemlos und gut das funktioniert hat. Ja, wirklich ganz toll. Ich habe in diesen 6 Monaten bisher immer noch kein Tröpfchen Dünger und keine Düngetablette in dieses Becken gegeben. Also die Pflanzen zehren weiterhin nur von dem bisschen Gartenerde, das ich ganz unten als unterste Schicht eingebracht habe. Entwickeln sich prächtig, haben geblüht und für Ableger gesorgt wie verrückt. Und das Wasser ist sauber, die Werte sind top. Die Fische fühlen sich wohl, da lebt inzwischen eine richtig schöne bunte Truppe Entlermännchen und Guppimännchen drin, die mir also wahnsinnig gut gefällt. Ein sehr lebhaftes Becken ist das geworden. Und ja, gefiltert nur von einem dieser kleinen luftbetriebenen Schwämme hier, was also auch absolut ausreichend ist. Und ja, das wird bestimmt auch, die Reihe über mein Wollstadt-Aquarium wird bestimmt auch weitergehen und dieses Jahr noch einige weitere Videos bekommen, spendiert bekommen von mir, weil ich das einfach wahnsinnig interessant finde, das ganze Thema.
und es da immer wieder viel Veränderung gibt in diesem Becken. Also das Wachstum der Pflanzen ist wirklich erstaunlich schnell und ja, also muss man auch immer dranbleiben, damit das Ganze nicht zu einem undurchdringlichen Dickicht verwuchert. ähm, ja, das war auf jeden Fall eine große Veränderung in meinem Arbeitszimmer, die hat mich schon ein paar Wochen auf Trab gehalten. Das war ganz schön viel Arbeit, bis das alles so realisiert war, weil ja auch der Abbau von Becken, in denen sich ganz viele Tiere und Pflanzen drin befinden, ein sehr aufwendiger Prozess ist. Ja, und eigentlich wollte ich das 54 Liter Becken dann gar nicht mehr aufstellen, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich ein noch kleineres Becken, das ich auch Anfang des Jahres hatte, ein 25 Liter Becken, also komplett aufgelöst und verschenkt habe. Und der Inhalt sozusagen, der sich in diesem Becken befunden hat, den habe ich dann ziemlich 1:1 in mein 54 Liter Becken transferiert. Also den Bodengrund habe ich neu gemacht mit Poolfiltersand. Aber die Bepflanzung dieses kleineren Beckens, das waren hauptsächlich ganz viele Sagittaria subulata Pflänzchen, flutendes Pfeilkraut. Die habe ich dann in das 54 Liter Becken übertragen, zusammen mit ganz vielen Garnelen. Und das hat sich also auch zu einem sehr hübschen, kleinen, pflegeleichten Becken entwickelt. Und ich bin jetzt auch sehr froh, dass ich es wieder aufgestellt habe, ja, weil es steht da richtig schön am Fuß eines Bettes und man kann sich in das Bett legen und gemütlich lesen und schaut direkt auf dieses frischgrüne Becken, in dem sich hauptsächlich die vielen Rhezacoratsberggarnelen tummeln, und es ist einfach ein total beruhigender Anblick, mein Zen-Becken sozusagen. Ja, das ist also so wie alle anderen Becken auch super pflegeleicht, braucht kaum Dünger, hat einen kleinen Schwammfilter, der von einer ganz kleinen 1 Watt Pumpe betrieben wird. Die Beleuchtung ist die Standardbeleuchtung, die, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, mit diesem 70 Liter Juwelbecken mal hier ins Haus gekommen ist. Absolut ausreichend für flutendes Pfeilkraut. Das braucht also nur moderate Beleuchtung und wächst trotzdem wunderschön. Und ja, der Besatz ist auch also anspruchslos und pflegeleicht. Das ja, ist richtig schön geworden, das kleine Becken. Und ja, steht erstaunlicherweise jetzt wirklich auch schon seit 8 oder 9 Jahren und hat in der Zeit sehr viele Standort- und Inneneinrichtungsveränderungen mitgemacht und durchgemacht und hält immer noch wunderbar. Also so soll das laufen. Ja, ich denke, das war's. Das war alles, was 2025 so an Veränderungen angestanden hat in meinem Becken. Und ja, ich habe ja auch Anfang 2025 mit diesem YouTube-Kanal angefangen. Und also das ist auch wirklich super schön gelaufen, hat mich sehr erfreut. Freue mich, dass ich ein paar Abonnenten gefunden habe und dass die Anzahl stetig wächst. Ich habe gerade festgestellt, dass ich jetzt sogar ein Kanalmitglied habe. Da war ich sehr erstaunt. Also an dieser Stelle vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Das hat mich sehr erfreut, weil ich dafür ja gar keine Werbung gemacht habe. Und ja, also danke an der Stelle, dass ich jetzt ein Kanalmitglied habe. Ja, und ich hoffe, das geht 2026 so weiter, wie es 2025 angefangen hat mit dem YouTube-Kanal. Und ich freue mich auf alles, was noch kommen wird. Macht's gut!